Unser Projektauftrag lautet Design eines neuen Radfahrerlebnisses in der Stadt. Und ich würde mit euch gerne in der ersten Spalte besprechen, wer sind eigentlich die Nutzer und Nutzerinnen in dieser Situation. Mhm. Zum Beispiel Kinder auf dem Schulweg mit dem Fahrrad. Mhm. Essenskuriere oder generell Fahrradkuriere in der Rush Hour. Und ich würde ergänzen Pendler im Berufsverkehr, also entweder auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Ja, dann schön entgegengesetzt, Spazierfahrer am Sonntag. Mhm. Vielleicht auch ältere Menschen, die ja ein bisschen unsicher sind, vielleicht auch mit an engeren Stellen oder so im Straßenverkehr. Mhm. Und ich denke auch an die Profis, also vielleicht so ein Extrem im Vergleich zu Spazierfahrern am Sonntag, die Rennradprofis, die trainieren müssen. Training ergänzt sich noch. Training, genau, ja. Studierende, die neu in einer Stadt sind und fast immer mit dem Fahrrad unterwegs sind, aber die Stadt noch nicht kennen. Dann lasst uns doch jetzt über mögliche Bedürfnisse der Nutzer und Nutzerinnen sprechen als Zitate. Und bevor wir das machen können, in der zweiten Spalte, sollten wir uns vielleicht eine Gruppe erstmal raussuchen, mit der wir beginnen. Was schlagt ihr da vor? Ja. Ich wäre für die Studenten in der neuen Stadt vielleicht, die sich noch nicht Ja, ganz so auf jeden auskennen. Fall. Klar? Auf jeden Fall. Gerne. Interessante Gruppe. Ich könnte mir vorstellen, das Bedürfnis dann zu haben, ich möchte, dass mein Rad möglichst leicht ist, damit ich es auch entspannt mal in die S-Bahn hochtragen kann, so eine Treppe hochtragen oder in die U-Bahn runter. Okay. Okay, dass gerade diese Gruppe ständig flexibel mit dem Rad unterwegs ist, auch mal auf die Bahn wechselt. Ja, also das stelle ich mir so als wichtige Anforderung vor. Guter Punkt. Dieser andere Punkt, den ich auch sehe, ist, von meinem Eindruck her, dass diese Gruppe auch nicht, also oftmals mit einfachen Rädern, mit schlechten Rädern auch rumfährt. Man könnte sagen, ich fahre bewusst mit einem alten Rad rum, weil ich nicht möchte, dass es geklaut wird. Ja, total, genau, damit ich es überall anschließen kann, ohne mir dann Sorgen machen zu müssen, was damit ist. Weil ich mir ja unter Umständen nicht nochmal ein teures Rad mal eben so auch leisten kann. Ja. Richtig, genau. Holger, da würde ich ergänzen, ich habe Angst, in der Dämmerung nicht gesehen zu werden. Gerade wenn man vielleicht ein älteres Rad hat, dann könnte ich mir vorstellen, ist das dann vielleicht auch nicht super ausgestattet. Also sprich, dass das Licht Frage, nicht richtig geht genau, vielleicht. nach Equipment. Ja. Ja, stimmt, das ist ein Problem. Die fahren wahrscheinlich viel rum, haben aber mit die schlechtesten Räder. Das ist eine schlechte Kombination. Ja. Sollten wir noch eine weitere Gruppe Genau, lass uns noch Auf eine jeden aussuchen. Fall. Vielleicht die Pendler im Berufsverkehr? Ja. Okay. Also die haben auf jeden Fall andere Fahrräder. Ja. Sind zu anderen Zeiten unterwegs? Genau, viel koordinierter. Also ich möchte mein strukturierter. E-Rad irgendwo laden können. Ja, genau. Uns fehlt noch die letzte Spalte. Hier geht es darum, Themen für die weitere NutzerInnenforschung herauszuarbeiten. Und damit sollten wir jetzt beginnen. Ich würde sagen, wir fangen einfach wieder mit den Studenten an und gucken uns dann im späteren Verlauf die anderen Gruppen an. Okay. Also Themen für die weitere Recherche mit Blick auf die Bedürfnisse der Studenten. Also generell, wenn wir davon ausgehen, dass die Studierenden, weil sie ein schlechtes Rad haben, Angst haben vor Unfällen oder weil sie in der Dämmerung nicht gesehen werden, ja, das kann sein. Ich würde mir auf jeden Fall erstmal, glaube ich, Statistiken anschauen. Dazu gibt es auch sicherlich viel vom ADFC und von anderen Verkehrseinrichtungen, um zu schauen, stimmt es überhaupt? Haben die tatsächlich mehr Unfälle? Wer hat eigentlich unter den Fahrradfahrern die meisten Unfälle? Also Unfallstatistiken sollten wir auf jeden Fall online mal checken. Ja, was wir vielleicht auch noch recherchieren könnten,
wäre, dass Sie jetzt sagen, Sie fahren mit alten Rädern rum. Ob Sie überhaupt eigene Räder besitzen oder vielleicht auch, es gibt ja so viel so Fahrradmietmöglichkeiten, auch mal zu gucken, Ja, stimmt. sind das überhaupt eigene Räder, mit denen Sie unterwegs sind? Mhm. Stimmt. Und vor allem, wenn das so wäre, also wenn Sie sie tatsächlich mieten, ist das der Grund, warum Sie sie mieten? Weil Sie halt eben nicht mehr, weil Sie sich um Diebstahl keine Gedanken machen wollen. Oder Und potenziell damit vielleicht ein besseres Fahrrad haben können, als wenn Sie sich ein Stimmt. gebrauchtes kaufen. Stimmt. Mhm. Okay. Ich hatte mir Also jetzt auch, sollten wir auch nochmal die Anbieter checken. Wen gibt es da alles? Swapfeeds? Es gibt auch noch mehrere, ne? ja, die Bahn hat auch Angebote. Also da könnte man sich auch nochmal die Webseiten anschauen, wie die Ja. das bewerben. Vielleicht ist Ja. da auch schon was abzulesen raus. Das wäre auch für die Ausstattung interessant, weil wenn es ein gemietetes Fahrrad ist, kann ich mir vorstellen, dass die wenigsten sich extra noch Equipment Ja. mit dazu ranmachen. Das wäre allerdings auch noch ein Thema, was wir dann in der Nutzerforschung direkt besprechen sollten. Also welche Ausstattung haben Leute. Mhm. Für die Interviews, ne? Genau, für die Interviews jetzt. Ja. Also mit Studentinnen und Studenten direkt. Also ich kriege jetzt mal ein Stückchen weiter hier rechts. Ja, ich hätte auch noch für Interview, dann nicht das ein bisschen untereinander. Und so unter Interview. Wie sicherst du dein Fahrrad ab? Also wenn es darum geht, ich mache mir Sorgen, dass es geklaut wird, dann was für Equipment ist an dem alten Rad. Also ja. Auch welches Equipment haben Sie am Körper? Also wenn Ihr Rad schon schlecht ist und alt, vielleicht haben Sie ja eine besonders gute Jacke, wo Sie gut zu sehen sind oder andere Reflektoren, Lichter. Also generell Gadgets. Was gibt es eigentlich für Gadgets für solche Studierenden oder für Nutzer generell so aus diesem Bereich? Ja, auch vielleicht nochmal rauszukriegen, was sind so die Wege, die zurückgelegt werden müssen, weil wir haben jetzt gesagt, es soll leicht sein, um es auch mal in die Bahn zu tragen. Oder sind auch in der Dämmerung unterwegs. Also was sind so deine herausfordernden Wege eigentlich? Was ist dann auch wichtig dabei, was das Fahrrad dann haben muss? Ja, und ich denke, wir werden da eh noch drauf kommen, auch bei den anderen Nutzergruppen. Wir werden sicherlich auch mindestens eine Handvoll Interviews mit Autofahrerinnen und Fahrern führen, die vielleicht selber in Unfälle verwickelt waren mit Radfahrern. Und da würde ich auch gerne wissen, sind das genau also wie erleben Sie das aus Autofahrersicht, die Situation? Also ist es wirklich so, dass Sie einfach, weil Sie schlechtes Equipment, schlechte Räder haben oder ist es, weil Sie ständig bei Rot über die Straße fahren? Was ist eigentlich das Hauptproblem oder was Sie so als Hauptproblem wahrnehmen? Ja, stimmt. Das verbindet auch die anderen Gruppen. Also wenn wir bei Pendlern dann gleich drüber sprechen, ist das Richtig. ja auch relevant, ja. Genau. Wollt ihr noch was ergänzen zu den Studenten? Nee, Das passt für mich. Dann lasst uns mit den Pendlern weitermachen. Okay. Genau, da würde ich sagen,